Morgen. Guten Morgen. Heute nutzen wir das schöne Fahrradwetter. Wir haben kein heißes Wetter. Was haben wir denn? So 20, 22 Grad im Moment. Ja, es wird angenehm heute und jetzt fahren wir Richtung Durbach und dann von dort aus über Offenburg dann auch wieder zurück. Ja, dann bis später. Bis später. Hier kommen wir an den Mühlbach, Zusammenfluss mit der Kinzig. Ja, und hier ist der Mühlbach nebendran. So, den haben sie schön gemacht, den haben sie renaturiert und schön angelegt und da sieht man auch immer einiges an blühenden Vögeln, Reiher. Ja. Enten, Gänse, hier ist alles Mögliche unterwegs. So, hier verlassen wir die Kinzig und fahren Richtung Schwarzwald. Diese Passage hier Richtung Windschläg bei Offenburg sind wir auch schon gefahren, und zwar bei unserer Kirschblütentour im Frühjahr. Und dann ging es auch in die Richtung, aber ganz so weit werden wir heute nicht fahren. So, wir überqueren jetzt gleich die B3 und die Rheintaltrasse Karlsruhe-Basel und ja, fahren dann noch ein Stück durch die Obstwiesen durch und dann in den Wald. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wir sind mit unter Mountainbiker unterwegs. Das ist eine ziemlich lange, abschüssige Strecke für die und für uns die Steigung. Und da kriegt man ganz gut Tempo, wenn man runterfährt. Ja, das Gelände hier ist ein früherer Truppenübungsplatz. Zuerst der kaiserlichen Armee, dann der Wehrmacht und nach dem Krieg der französischen Streitkräfte, die in Offenburg stationiert waren. Und sind auch so Panzerausbesserungswerke, ist übertrieben, sind halt solche Betonteile, wo man unten an die Panzer kommt. Und sind überall auch Granattrichter. Im Krieg war hier, soweit ich weiß, eine deutsche Flakstellung etwas weiter. Da hat man eine gute Sicht Richtung Straßburg. Und es stehen überall Gedenksteine rum, weil die Gestapo, wo eigentlich schon alles verloren war, und kurz bevor sie abgerückt sind, wo die Alliierten kamen gegen Ende des Krieges, haben sie halt die ganzen Gefangenen umgebracht. Ja, sinnloserweise. Ja, genau. Das ist also so der Anfang. Ja, Schwarzwald fängt jetzt da hinten dran an, sind wir nicht schon so in den Vorbergen.
Ja, die Ecke kennen wir ganz gut, hier in der Nähe haben wir früher gewohnt. Ja, ich glaube, wenn das einer der früheren französischen Soldaten, die hier stationiert waren, sieht, wird er sich auf einmal sehr alt vorkommen. Ist ziemlich kaputt alles. Ja, ist gut, sind 30 Jahre jetzt, wo hier alles brach liegt. So, wir sind jetzt abgebogen, fahren Richtung Offenburg, Stadtteil Rammersweier. Hinter uns in der Richtung geht es nach Durbach, in den Schwarzwald rein. Wir fahren jetzt aber nach Offenburg. Da gibt es einen Erdbeerstand, die alles mögliche an Obst und Gemüse verkaufen mit super Qualität zwischen Rammersweier und Offenburg. Und da schauen wir mal, ob die offen haben, aber ich glaube, die haben im Moment nicht mehr jeden Tag offen. Ja, schauen wir mal. Ja, dieser Übergang für Fahrräder hinter mir ist neu gemacht. Kannten wir bisher noch gar nicht und ja, das ist ja prima. Lob an die Offenburger, das haben sie gut gemacht. Müssen wir nicht über die verkehrsreiche Kreuzung da hinten. Hier, das haben sie neu geteert, prima. Ja, das hier ist die Brücke, über die wir vorhin gekommen sind. Und wir fahren jetzt hier an der Bahnlinie entlang nach Windschläg, fahren da unter der Bahnlinie durch und dann Richtung Westen.
Ja, hier hat man tatsächlich immer viele Mauereidechsen gesehen. Das sind die, die häufig an Bahnlinien auf der Straße rumlaufen oder eben an der Bahnlinie. Und wir haben die auch im Garten in großer Zahl. Und ja, hier haben sie unter diesem Gestrüpp sind eben sehr viele Steine, die man jetzt nicht mehr sieht. Und das ist natürlich ideal für die Eidechsen. Haben sie gut gemacht, prima. Ja, hier standen bis vor ein paar Jahren 5 ja, sogenannte Gerichtseichen. Die waren, soweit ich mich erinnern kann, 800 Jahre alt und vor, weiß nicht mehr genau, 20 Jahren oder so ist eine nach der anderen umgefallen. Schauen, ob das hier steht. Ja, 78. Ah, genau. Vor 25 Jahren ist die erste umgefallen und 2013 die letzte. Hier sieht man noch so einen Stumpf. Der Stamm hat einen Umfang von ca. 8 Metern. Ja. Es war keine Klimaveränderung oder sowas, sondern die waren einfach zu alt. Normaler Alterungsprozess laut dem Schild. So, jetzt sind wir am Ende unserer Tour. Jetzt haben wir noch ein paar Kilometer nach Hause. Und es war eine schöne kleine Tour heute. Ja, bei herrlichem Radelwetter. Und ja, wir sind ein bisschen Anstiege gehabt, aber auch viele ebene Flächen. Ja, verschiedene Landschaften. Also war ganz nett heute. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen, sodass wir auch dann hier jetzt Schluss machen heute. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.